So, hallo, es geht weiter. Wieder schön laden. Laden ja gern. Und das noch auch wieder ungefähr 2 Minuten. Ist das eigentlich ganz okay? Ich habe gestern einiges geschafft. Sind aber auch viel zu lang wach gewesen. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich sogar Bauplan für den Zyklop. Ich kann es effektiv noch nicht sagen, wie das wir weiter verfahren. Und ganz sicher müssen wir Titan sammeln. Wie die Wahnsinnigen. Ein paar Scannerräume aufstellen. Noch intensiver nach Material suchen. Nach Upgrades. Ja, so ziemlich genau 2 Minuten. Mein Gorgi. Das Ding heisst Seemotte. Das tun wir jetzt ändern. Und zwar nennen wir das Ding Walterli. Das ist jetzt der Walterli. So, damit man ihn gut erkennt. Innenausstattung. Wieso ist das jetzt schon wieder der Rumpf? Innenausstattung. So. Mal aufbauen. Bringen wir da so eine. Ja, das wirkt so ein bisschen lederig. Dann nehmen wir den Rennstreifen. Okay. Was brauchen wir eigentlich für ein Tiefenmodul, das uns noch ein bisschen tiefer runterbringt als das Teil jetzt? Stufe 1, Tiefenmodul Mark 1. Mark 2 brauchen wir Plaststahlbarren, Magnetit, emailliertes Glas. Ja, das finden wir jetzt vorläufig hier nicht. Um die Rütli-Basis herum finde ich nicht die Materialien, die ich brauche, um emailliertes Glas herzustellen. Und ich muss ja schon mal wieder Titan haben. Dann machen wir mal Upgrade Runs. Schauen wir mal, was wir da so zusammen basteln können.
Das ist ja schon cool, aber wie für alles Magnetit, hä? Hoffentlich finden wir das so auf 300 Meter Tiefe. So tief kann ich mit der Seemotte nämlich gehen. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auf ein Material ran und eventuell bauen wir unterwegs noch ein Ding auf. Eine Zwischenbasis. Wenn wir genug Material dafür finden. Aber ich hätte gerne noch ein Batterieladegerät gebaut vorher. Je nachdem, was wir dafür brauchen. Ein Titan, ein Kupferdraht und ein Kabelsatz. Das dürften wir doch noch zusammenbringen. Ein Kupferdraht, ein Titan, ein Kabelsatz. Batterie-Ladestation. Drücke immer noch das Falsche. Gestern irgendwas um die 6-7 Stunden gespielt und ich drücke immer noch das Falsche. Vielleicht sollte ich eventuell bei Gelegenheit auch mal noch ein Ding draufsetzen. Einen Sonnenkollektor. Einfach, dass einer drauf ist. Ja, da geht es ja gar nicht raus. Das finde ich auch cool. Jetzt habe ich da so ein richtiges Beacon gemacht mit denen. Also, gehen wir Material sammeln. Damit wir weiter können ausbauen. All systems online. Okay. Warum werden da meine Farben reversed? Oder sieht das jetzt noch so aus, weil ich drin hocke? Ja, hoffen wir mal, das ist das Letzte. Und zwar habe ich auf der anderen Seite vom Live-Pod in der richtigen Aurora noch ein Ding aufstellen. Kleine vorgeschobene Basis. Da unten finden wir vielleicht Metallschrott. Vielleicht ziemlich sicher. Ja, das wird jetzt eine langweilige Zeit. Viel rumschwimmen, viel sammeln, viel basteln. Und wenn wir dann erst mal expandiert haben, bauen wir den Zyklop. Damit wir eine mobile Basis haben. Ich würde am liebsten so bauen, dass er absolut autonom funktioniert. Inventarfall jetzt schon. Nee. Bis auf die Notfallration habe ich nichts in der Seemotte, oder?
Quarz. Wieso habe ich so viel Quarz dabei? Und eine Ersatzenergiezelle. Okay. Dann weiter Richtung Live-Pod. Die sollten wir eigentlich auch mitnehmen. Wir brauchen jedes bisschen Titan, das wir können auftreiben jetzt im Moment. Das sind wir an diesem Teil schon mal gesehen. Ja, ja. Ich meinte, mich erinnern zu können, dass wir da schon mal gesehen sind. Ja, ja. Ja, ja. Das sind wir schon mal gesehen. Mehr als einmal. Ne? Walterli? Ah, dort. Live-Pods kann man auch noch abklappern. Rettungskapsel 12. Bis jetzt haben wir noch kein anderes Notsignal bekommen, außer das von Rettungskapsel 12. Dann schlage ich doch mal vor, wir bewegen uns ein bisschen in die Richtung. Das liegt ja gerade auf dem anderen. In die Richtung, wo wir eigentlich wollen. Will ich sagen. Igitt. Ah, Inventar ist frei. Da kann ich natürlich nicht viel machen. Dann machen wir einen Titanbarren zum Platz sparen. Die Dinger brauchen wir nachher auch, nämlich einen ganzen Haufen davon. Da habe ich auch eine Notfallration zurückgeladen, oder? Ja. So. Gut. Dann haben wir hier wieder so weit. Es sei denn, ich habe in der Motte noch. Ja, da habe ich noch Metall zum Zerschroten. Das muss ich noch schnell machen. Und dann tun wir in der Nähe von Live-Pod 12 die vorgeschobene Basis einrichten. Ich sollte jetzt genug Titan umeinander haben. Das Einzige, was noch fehlt, ist Kupfer. Ich brauche Kupfer zum Energie aufleiten. Aber ich hoffe, dass wir dort etwas finden. In die Richtung. Und sonst müssen wir jetzt einfach die Augen offen halten. Und hoffen, dass wir unterwegs etwas finden von dem Zeug. Und ich muss immer die Augen offen halten, ob ich irgendwo von diesen Pirscher-Zähnen sehe. Das wird auch noch bräuchlich. Von denen brauchen wir einen Haufen. Ja. Jetzt haben wir das sauer gemacht, aber dort ist ein Kalksteindepot. Zwei sogar. Titan. Braucht Kupfer. Kupfer. Perfekt. Eins. Jetzt haben wir gemeint, das 7 Zahn da. Hey, läuft's? Lass meine Motten in Ruhe, du Morde. Das ist so eine Gegend, wo so viele von diesen Zähnen könnte gehen.
Ja, da ist er. Parken wir die Motte doch mal ein bisschen weiter weg. Ja, brüllt ihr noch. Ich bin auf eure Zähne scharf, nicht auf euch. Sonst geht's hin. Kommt, könnt spielen, Kinder. Jetzt liegt wieder ein Zahn dort, 2 sogar. Shit, wieso ist schon wieder das Inventar voll? Nein. Aber das ist gut, da können es eigentlich noch mehr werden. Einfach zu viel dabei jetzt wieder. Kupfererz haben wir 2 Stück, wunderbar. Wunderbar. Jetzt müssen wir da ein bisschen Titan drin. So. Dann holen wir uns den Rest von 10. Ja, cool bleiben, Boys. So. Dodge and weave, dodge and weave. Tipp. Tipp. Ist ja wunderbärig. Jetzt tun wir den da noch scannen, wenn wir schon da sind. Wunderbar. Und zurück zur Motte. Jetzt wird es auch dunkel werden. Auch das noch. Ah. Ich bin ja nicht so gern im Dunkeln unterwegs. Unter Wasser. Auf einem fremden Planet. Ja, das ist eben der Pilzwald dran. Das ist doch schon mal von Vorteil. Ich glaube, das wäre noch Cyclops-Teile gesehen hat. Aber im Moment können wir kein neues Material mitnehmen. Ist das eigentlich? Nein. Sieht so ein bisschen inselmäßig aus. Nee. Jetzt wird es wieder auf reinrendern. Warten wir eine Minute. Das ist ein voll detailliertes Gebiet, ist das noch. Ein bisschen der Krux. Das Problem mit der Rendergeschwindigkeit. Das ist voll gruselig, wenn da einfach nichts ist. Oh je. Ich ahne Böses. Dann nutzt die Gelegenheit, solange es noch nicht reingerendert hat. Verstecken wir uns da unten im Wald. Ich hoffe, dass er da nicht ankommt. Ich pack mich jetzt mit dem Sieg anlegen.
Vielleicht sollten wir hier einfach schnell so ein kleines Notfallcompartment aufstellen. Ja, da bauen wir eine kleine Notfallbasis. So mitten in der Bildsinn. So, Schokolade. Jetzt bin ich froh, dass ich Quarz mitgenommen habe. Nein, ich kann mal eine Luke machen. Zweimal Quarz. Welcome aboard, Captain. Ja, mal kurz durchschnaufen. Gar nicht so schlecht eigentlich. Wunderbar. Power restored. Welcome aboard, Captain. Systems online. Das brauche ich für einen Fabrikator, das hätte ich vor allem so schauen. Gold. Ja, ausgerechnet das haben wir gerade nicht rumgelassen. Also, bauen wir da schnell einen Spind rein. Für was auch immer, dass wir ihn brauchen. So. Also, dass wir das Zeug zwischenlagern können. Setzen noch 2 Blumentöpfe rein. Also wenn ich anders mal wieder komme, kann ich hier unten Pflanzen anbauen. Wunderbar. Dann tun wir einfach mal schnell alles rein verschiffen. Was wir nicht brauchen, damit wir beruhigt können farmen. Schauen dann mal gerade schnell, was wir für den Scannerraum brauchen. Hallo Fisch. Scannerraum. Titan, Kupfererz 2, Gold.
Kupfererz und Gold. Ja, sehen wir uns ein bisschen in der Gegend um, vielleicht finden wir gerade ein bisschen etwas. Ich glaube, die Jungs habe ich auch noch nichts gegönnt. Oder? Ja. Quallenrachen. Er spricht gebrochen. Ist das jetzt ernsthaft oder bleibt das jetzt so oder? Ich finde das eigentlich nicht so prickelnd, wenn da einfach so ein Schlanz im Zeug innen ist. Oder gerade meine Basis nebendran baut, das ist keine schöne Aussicht. Gold, Judy Hui. Einmal ein Teil vom Fabrikator. Wir nehmen noch Kupfer haben. Ohne Kupferrose ist hier nichts viel los. Der Schieferaufschluss. Da schon. Das ist nice. Dafür kann man hier unten Lithium finden. Ja. Gut. Und Diamanten. Perfekt. Also linksseitig kann ich noch einen Gang bauen oder etwas. Gut. Schauen wir doch da gerade mal für das Scanner rum. Mal schauen, dass das hier ein Segment ist, was Sinn macht. Wenn ich das überhaupt noch durch oder anbauen und ich es nicht schon verkackt habe. Ja, sieht recht verkackt aus jetzt gerade. Ja. Muss mal von innen schauen, vielleicht geht es von dort. Ist das überhaupt das Richtige? Ja. Oh je, das sieht nicht gut aus. Meine Base an dem falschen Ort gebaut. Könnte ich nicht den Scanraum eventuell so oben drauf setzen? Seek fluid intake. Ja, genug Wasser dabei, das sollte kein Problem darstellen. Ja, das wäre so cool, wenn ich ihn so anstellen könnte. Und vielleicht probiere ich das. Das könnte funktionieren. Aber da komme ich ja genau in der Map raus. Ah. Vertikale Verbindung. Dann muss ich die jetzt auch drinnen bauen.
Das geht auch nicht. Ah je. Scheint so, als müssten wir den Old Fashion Way suchen. Jetzt müssen wir erst mal schauen, dass wir da wieder Kupfer auftreiben können. Weil ich das Gefühl habe, wir sind viel zu tief, um da noch gross Kalkstein zu finden. Ja, für Lithium Teufel noch ab. Was ist das? Lithium. Das ist Sandstein. Ist in der Regel kein Kupfer drin. Gold. Da eine ist Aurora, hä? Lithium. Ja, dann wundert es mich auch nicht, dass der Riesenfisch da in der Nähe ist. Kupfererz, Judioi. Ich hoffe, das ist noch der Aurora, aber so gut. Ja, beruhig dich, ist noch nicht so schlimm. 10% wird schlimm. Und die Bellen beißen nicht. Vital signs stabilizing. Was ist das? Energietransmitter. Das ist genau das, was wir brauchen. Super. Das brauchen wir für den Scannerraum, da können wir ein Dach bauen. Mit dem Energietransmitter können wir die Energie übertragen, ganz einfach. Und als erstes wird jetzt mal schnell einen Fabrikator aufbauen. Ich hoffe mal irgendwie Kupfer jetzt. Seconds. Welcome aboard, Captain. Nur ein Kupfer. Habe ich da noch eins drin? Ja. Gold und Titan prüfen dürfen, dann finden wir ja genug. Gold, Titan, Tischkorallenprobe, wunderbar. Und da ich da rein kann bauen, wie ich lustig bin, will ich eigentlich näher eine gerade Band hauen. Und da dran. Näher Eingang. Ja, komm, wir gehen da. Und Storage. Da muss ich ganz schnell schauen. Signalboje. Tschüss, Kupfererz Nummer 2.
Jetzt, wie nennen wir die Basis? Ah, jetzt habe ich sie gedroppt. Scheiße. Wird die jetzt schon angezeigt? Ja, Signalboje 2. Nenne ich die Basis doch einfach. Basis Nikolaus. Ja, vielleicht ganz geschickt, wenn ich da noch ein Aquarium drin habe und eine Batterieladestation. Wenn ich kann. Batterieladestation wird knapp. Wo das Aquarium soll gehen. So, da bist du. Komm da ran. Dann brauchen wir einen Foodlocker. Dann machen wir das Essen hier auf die rechte Seite, zwischen den Bäumen. Wasser haben wir genug, aber Fisch muss ich eventuell fangen. Warum ich jetzt die hier nicht an die Seite bauen kann, keine Ahnung. Habe ich noch für den? Einmal Quarz habe ich noch. Braucht es aber eigentlich nicht. Gehen wir lieber das Blei und den Rest von unserem Baumaterial da noch rein. Nehme ich Salz raus. Ja. Okay, das da über. Ja. Das ist da der Food Storage. Wasser, eine Flasche Wasser dabei. Genial. Ob es da Röhrenkoralle gibt. Calorie intake recommended. Also das ist jetzt mein Magen. Nein, ja, noch eine Notfallration in der Motte. Oh oh.
So. Genug für Späße. Die Infrastruktur für die zweite Basis ist gelegt. Ich sollte beim nächsten Mal mit Ding zurückkommen. Mit Sahne. Stelle ich da gerade noch einmal 2 Pflanztöpfe auf. Denen kann man nicht genug haben. Wenn man sich so versorgen will. Gut. Und dann auf zu der Rettungskapsel und wieder zurück. Weit ist es nicht mehr, 500 Meter. Vital signs stabilizing. Fischi. Warte mal, ich kann euch doch noch. Das geht jetzt so nicht, he? Schade. So. Du wirst jetzt gebraten, mein Freund. Spatenfisch. Salzig. Alles salzig auf dem Planet. Vital signs stabilizing. So. Die Motte ist Leergrund. Wenn nur noch Medikits dabei. Welcome aboard, Captain. Jetzt müssen wir uns beeilen und hoffen, dass die Aktion klappt. Das ist wieder das wunderschöne Stück, das ich nicht reinladen will. Ja, das klingt nicht sehr freundlich. Freundlich tönen du jetzt da unten auch nicht. Lieber lieber mal auf Schleichfahrt und Lichter ausgeschaltet. Ui, 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 gang weg. Geht weg, lasst mich in Ruhe. Ich habe euch nichts gemacht. Angriff! So. Einer habe ich gerammt, das dürfte ihn abgeschreckt haben. Lass mich in Ruhe. Schieb ab. Boah, Scheiße. Sorry. Die da kann man doch auch. Detecting volcanic activity and several unusual electromagnetic signatures in the region. Exercise caution when diving deeper. Okay, Aufzeichnung aus der Rettungskapsel. data. Tun wir die auch noch schnell scannen da. Shit, das ist grauselig da unten. Ich würde gerne noch wissen, was da sonst noch rum ist. Aha. Das Zeug verdirbt da schnell, okay. Aber das geht da ein bisschen was zurück da. Zwerglampenbusch. Ich bin ziemlich sicher, die kann ich auch abpflanzen, eins nehme ich mit. Das checken wir da noch schnell. Das Zeug, vielleicht finde ich Magnetit, wenn wir gerade da sind. Ich meine, das ist ein großer Vulkan, theoretisch müsste es da eigentlich das Zeug haben. Oh shit, nein, 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 nein. So ein Lampenschirmfisch. Oh fuck, das ist jetzt aber nicht gerade ein von denen gesehen, oder? Ah nein. Okay. Okay, easy.
Easy going. It is your primary directive to swim closer to refuge before freeze. Scannen tue ich die, aber mehr mache ich nicht. Flimmerflügel. Swim closer. Nein. Nicht ist. Ich bin nicht näher an das Viech dran. Jetzt gerade blitzt. Unter Wasser. Da blitzt es doch. The fuck? Okay, das wäre live vor 12 gesehen. Das Päuschen machen, wenn möglich. Die Motte reparieren. Aha, das hat blitzt, hä? Aurora-Teile. Du, verschwind! Jetzt gehe ich auf Risiko. Wo ist mein Repair-Tool? Es ist gruselig da unten. Und es tönt nicht freundlich. Ah! Schieb ab! Schieb ab! Ich messer dich mit meinem kleinen Tauchermesser. Oh, shit! Shit! Gerade 2 davon. Ja, schnell rein und wieder raus. Sind wir da innen ist? Ich hoffe, das ist es wert. Toll, da komme ich wieder nicht rein. Witzig. Nein, der hat jetzt doch nicht etwa auf meine Motten abgesehen, oder? Lord. Ja. Lord. Soll ich da überhaupt rein? Bisher haben wir noch in jedes rein müssen. Schnell Luft holen. Also gerade erst repariert und jetzt hat sie schon wieder Schaden genommen. Keine Viecher. Schauen wir hier nochmal. Kann ja nicht sein, dass wir da nie rein. Oh! Nein. Gemeinziger Luftschacht. Nein, da auch nicht. Aber man kommt rein, die Frage ist wo. Oben im Bugenloch, wo ich reinkomme. Ah, Cookie da. Nein, ich komme ja nicht rein. Vielleicht wenn ich es mit der Kanone daraus rausziehe. Dann vielleicht. Shit, ich habe nicht mehr viel Energie in der Kanone. Ja. Das war der Sweet Spot da. Muss man unbedingt merken, wo ich reingekommen bin. Shit, jetzt ist der Scanner wieder weg. Komm, flatschen wir auch gerade rein. Da. Normaler Pflanztopf. Es gibt noch andere Pflanztöpfe. Schau dir das an. Da. Gut beleuchtet da. Das gefällt mir.
Oh, Scheiße. Korrektur. Gefällt mir nicht mehr da hin. Das ist ein Mais. Da drin stirbe ich nachher. Aha. Und da oben wäre man auch noch reingekommen. Oh nein. Alles geht auf jetzt, he? Straßengewehr. Das haben wir auch schon. Wir müssten ein Batterieladegerät bauen. So, jetzt kommen wir da unten raus. Nein, es ist eine Todesfalle. Es ist eine Todesfalle. Sind wir reingekommen da hin? Nein. Scheiße. Scheiße. Weißt du, wie weit weg ist das? Oh nein. Oh nein, wo habe ich mich jetzt anvibriert? Ich verliere ein bisschen Titan und vielleicht den Busch. Wenn ich jetzt nicht auf der Stelle den Weg hier raus wieder finde, bin ich verloren. Verloren und verdammt, aber ich finde den Luftschacht nie. Ja, das ist der Moment zum schnell aufs WC hüpfen. Keine Chance. Gute Nacht, Soldat. So, jetzt hat. Okay. Jetzt sind wir bei der anderen Base wieder rausgekommen, he? Ja. Wie weit ist sie? Noch 357 Meter. Das schaffe ich sonst ja so. Aber ich hätte halt am liebsten eine Batterie. Für das Seegleit. Das Ding da hat auch fast keinen Saft mehr. Da alles fast keinen Saft mehr. Der Scanner hat noch Saft, aber den brauche ich. Und nicht noch irgendetwas. Mit ein bisschen mehr Saft. Oder Laserschneider. Aber den bräuchte ich theoretisch auch. Ah, es hilft alles nicht. Wenn wir keine Batterielader bauen können, dann kommen wir hier jetzt vorläufig nicht weiter. Das ist eigentlich der Habitatbild, oder? Der hat noch 28% drauf. Kupferdraht, Kabelsatz. Kupfer. Immer das Kupfer. Nummer 1 Kupfer. Schauen, ob wir nochmal das Kupfer können auftreiben unterwegs. So, jetzt ist es gerade noch hell. Ich hole jetzt schnell die Motte zurück. Da.
Weil jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, ist das vielleicht nicht die intelligenteste Idee. Und das dann noch Regina als Spartifisch. Kreaturen, ja. Die habe ich leider die Infrastruktur noch nicht. Es lohnt sich nicht, die aufzusammeln im Moment. Habe ich noch nicht gescannt. Ja. Am besten gerade drüber. Sobald ich den nächsten Luftstoß bekomme, schwimme ich weiter. Und jetzt wird die Matte richtig schön. Wieder so eine elektrische Nadel da. Die Probe, die wir vorher mitgenommen haben vom Kuschbus da. Die haben wir auch nicht mehr. Ein bisschen schade hat er genommen. Dann nehmen wir nochmal schnell eine Kuschbusprobe mit. Die wollte ich in der Basis anpflanzen. Und der andere. So. Welcome aboard, Captain. Okay, direkt den Weg zurück zur anderen Basis. Schauen da noch schnell rein. Oh je, das ist wieder das Geräusch. Ich checke schnell die Cave aus da. Lithium. Ist das? Nein, Lithium. Kopfzigmagnetit. Ich denke, es wird helfen, wenn wir nochmal zur Anti-Air-Insel hinterfahren. Dort haben wir auf dem Magnetit gefunden einmal. Habe ich gemeint. Oh oh. Ich habe dich gehört, Kamerad. Ich weiss, dass du da rum bist. Ich habe kein Interesse an engeren Bekanntschaften jetzt gerade. Vor allem nicht so eng, dass er mit einem Mal meine ganze Motte zerpflückt. Die Viecher sind schnell. Und böse. Und da ist eine tote Hose. Das ist nochmal ein Teil von der Aurora? Nein. Das ist ein Ding. Reefback. Oh shit, man, ich sehe wieder mal gar nichts, aber es rendert auch wieder zu langsam, habe ich das Gefühl. Ja. Die Rendergeschwindigkeit.
Mann, wie tief geht's denn da? Ja, und da ist wieder die eiskalte Void. Ja, dankeschön. Erosion patterns on the land masses suspended here suggest they once floated on the surface. Da komme ich nicht weiter runter. Oh shit. Ich krieg Creeps vor dem Scheiße. Ja, jetzt hört auf schnappen. Was ist da jetzt wieder? Penis! Nimmt genug Energie. Muss zurück zur Hauptbasis. Shit. Ich erwarte schon fast, dass jeden Moment so ein Leviathan auftaucht. Ja, das ist wieder da. Ei. Einfach immer zu wenig Kupfer. Kupfer. Ich möchte mal nachher nochmal ins Anfangsgebiet zurück Kupfer farmen. Da jetzt noch einmal Mushroom Forest. Und da ist wieder eiskalte Void. Yeah. Ist ein geiles Spiel, versteht mich nicht falsch, aber das ist einfach schlimm. Vor allem unter Wasser. Das muss man noch mal ein bisschen unter Bedacht nehmen. Kupfer. Yes! Nochmal mit. Dann kann man nie genug haben. Kein Kupfer. Lithium. Kupfer. Ja, Titan. Lithium. So Gebiet gesehen, hat schon nice aus. Werde gescannt. Spatenfisch. Mist-Tracking. So, eine Lebensform. Spatenfisch. Blei, aber nicht schlecht.
Battery intake recommended. Jetzt zur Basis zurückwählen. Saat gut einnehmen, mitnehmen, zur anderen Basis schleifen. Dann so eine kleine Reihe Aussenposten aufsetzen. Alle mit einem Scanner alle weit genug voneinander entfernt. Optimale Abdeckung vom Gebiet erreichen. Ich hoffe, jetzt hat er das Gebiet noch mal ein bisschen nachgeladen. Dass ich nicht alle 500 Meter muss anhalten. Aber da eine wieder. Der Mushroom Forest scheint da am meisten Problem mit zu haben bis jetzt. Hoffentlich wird das weiter unten nicht noch schlimmer. Es wäre dann nicht so prickelnd. Naja, da ist der andere Erikanthropteryx da. Irgendwo da fährt er umeinander. Und wacht über sein Gebiet. Bloß in Ruhe, Bro, hä? Hast nicht da rüberkommen? So. Willkommen zu Hause. Schön alles in Schuss halten, nicht wahr? Wir gehen jetzt zuerst abbauen. Das ist allein. Gut. Cool, Kuschbusch. Wunderbar. Da haben wir sogar eine vollgeladene Batterie. Top-Sache. So. Wir haben mal schauen, was wir für einen Zyklop brauchen. Da können wir jetzt mit Sicherheit noch nicht bauen. Aber es schadet nun mal noch nicht zu schauen. Aber vorher nehmen wir zuerst bei allem, was angekratzt ist, die Batterie raus und laden es auf. Bei allem, was wir nicht brauchen. % auf der Batterie. Was haben wir noch? Segleiter, den können wir noch ausnehmen. Keine Batterie, Laserschneider, 44%. Das brauche ich im Moment aber auch nicht. So. Hier 4 Batterien. Können wir die jetzt so rein. Und unter der Batterie bleibt bei mir. Wunderbar. Die werden jetzt geladen. In der Zeit schauen wir mal oben bei der Fahrzeugstation, was wir brauchen für ein Zyklop. Dann stoßen wir hier mal ein bisschen weiter gegen runter.
Ja, und den Krebs könnte man auch bauen. Aber da weiss ich noch nicht, wie man Aerogel herstellt. Ich nehme an, da muss ich die komischen Klebesäcke suchen. Aber schau, jetzt haben wir hier das Glas. Zum Glück sind wir die Pirscher 10 holen. 3-mal emailliertes Glas. Ein erweiterter Kabelsatz, 3-mal Blei und 3 Plaststahlbarren sowie Schmierstoff. Okay. Das heißt, ich muss auf jeden Fall 10 von der anderen Basis hier überbringen. Wenn ich nicht noch dabei habe. Theoretisch müsste ich eigentlich noch im Kofferraum von der Motte 2-3 drin haben. Kofferraum. Ja, ja. Nein, Kofferraum ist leer. Das ist ärgerlich. Also. 3 Plaststahlbarren. Dazu brauche ich Lithium und Dingsbarren, gell? Oh. Ja, genau. Wir haben ja noch etwas essen. Die darf ich nicht vergessen, wenn ich wieder losfahre. So, voll aufgeladen. Habe nicht genug Titan, um nochmal einen Barren machen, aber ein Barren müsste ich eigentlich da haben. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wo. Oh, und da habe ich sogar noch Batterien drin. Könnte ich doch gerade swappen, das Zeug. Ja. Gib mir. 4 Batterien, 4 sind am Laden, das ist optimal. Gut. Die Sachen sind alle wieder voll geladen. Perfekt. Da haben wir noch einen Pirscher Zahn. Für etwas haben wir doch nur einmal emailliertes Glas gebraucht. Für den Zyklop brauchen wir 3-mal. Fürs eine Seemotte-Modul brauchen wir das doch. Auch habe ich gemeint. Ja. Ein paar Wasserrationen präparieren. Damit ich die kann mitnehmen nachher. Schauen, dass die andere Basis genauso gut versorgt ist wie die hier. Könnte es unter Umständen haarig werden. Wenn ich dort tiefer runtergehe. Das heisst, wenn es dort überhaupt tiefer runtergeht. Aber es ist ein komisches Gebiet, theoretisch sollte es dort eigentlich schon noch gruseliger werden. Zweimal Kupfererz. Das ist doch schon mal etwas. Jetzt eben. Wo ist der Scheibenplast? Der Scheibenstahlbarren, den ich gemacht habe? Ich weiss, dass ich einen habe. Habe ich den
gebraucht. Wie ist mich vergagelt? Ich habe den gebraucht, hä? Es ist fucking ärgerlich. Ich muss mehr Titan haben. Viel mehr Titan. Ah, das wird jetzt wieder lustig. Titan-Runs über Titan-Runs. Weil das Ding hat jetzt noch keine Batterie drin. Schubkanone. Mit Wasser haben wir auch wieder ein bisschen etwas dabei. Das Reparaturwerkzeug hat keine Batterie drin im Moment. Reparaturwerkzeug ist ein bisschen wichtiger. Die Schubkanone setze ich einfach die jetzt noch den höchsten Wert hat rein. Dann haben wir hier noch eine, die jetzt auf 100 ist. Die nehmen wir wieder mit. Setzen die in die Schubkanone. Und schmeißen wir die andere mit 28 hier wieder rein. Oh, das stimmt jetzt 77 gesehen. Auch nicht tragisch. Aber das sucht ganz schön an der Energie von der Basis. Aber wenn ich mich richtig erinnere, sollten wir in der anderen Basis eigentlich jede Menge Titan noch übrig haben. Das können wir jetzt erst schon mal holen. Titan und die Pirscher 10. Ja. Wir haben ja dann noch dort eine Notfallration einrichten. Das heisst, wir nehmen hier noch 2-3 Nahrungsblöcke mit. 2 sollten länger für einen Notfall. Dann natürlich 2 Lampenfrüchte. Und 2 Knollenbaumproben. Gut. Dann bin ich eigentlich bereit für einen Aufbruch. Wieder zurück zur anderen Basis. Miep, 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 miep. Wobei, was brauche ich für eine Hüllenverstärkung? Kann ich eine Hüllenverstärkung bauen? Geht das wenigstens? Rumpfpanzerung, 3 Titan, Lithium und 4 Diamanten! Ich muss schauen, wenn ich 4 Diamanten habe, baue ich das. Tam, 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 wüterig. Nur 3. Nur 3 Diamanten. Oh je. Welcome aboard. All systems online.
Welcome aboard, Captain. Und ihr doch mit der Nahrungsmittelproduktion. Ihr zwei da ebenfalls. So. Machen wir da noch ein Medikit rein für einen Notfall. Dann können wir da mal mit dem Farmen anfangen. Gut. Jetzt da, alles was wir hier an Material haben, können wir eigentlich auch wieder mitnehmen, aber vorwiegend 10. Der Titanbarren habe ich hier nicht mitgenommen. Oh, Diamanten, wunderbar, die brauchen wir nämlich auch. Hi. Das Titan natürlich. Kupfererz, zweimal Kupfererz, brauchen wir das nicht auch für das Ding. Und jetzt, was brauchen wir da für einen Scannerraum? Limpalu. Maiertes Glas und erweiterter Kabelsatz. Und da kann ich die Rumpfpanzerung und das Lademodul bauen. Und jetzt eben das Ding. Scanner, Tischkaralle, Gold, zweimal Kupfererz, 5-mal Titan. Ich habe noch 4-mal Titan. Ja, noch 4-mal Titan. Das Kupfererz hätte ich. Tischkorallenprobe hätte ich auch. Gold ebenfalls. Könnte man bauen, aber dann bräuchte ich noch Kupfer, um ihn mit Strom zu versorgen. Ich schlage vor, ich bringe das jetzt, abgesehen von den Materialien, die ich brauche, um ein Ding zu bauen. Bringe ich alles wieder zurück zur Basis. Jetzt schauen wir sicherheitshalber noch einmal. Einfach, dass wir wissen, auf was wir uns da einlegen. Kupfererz ist da geblieben. Titan 4-mal ist da geblieben. Tischkorallenprobe ist da geblieben. Und Gold. Was ich halt auch noch eins da. So. Aber ich glaube, ich brauche noch ein zweites Mal Gold. Für den Ding. Die Energieübertragung. Ja. Dass ich das zum Laufen bringe. Sie ja schauen, dass ich das Zeug, das ich jetzt habe, über zur Basis kann bringen. Wir machen hier nochmal so einen kleinen Milchhahn, da vorne durch. Schauen, was wir noch so finden. Falls wir etwas finden. Das ist wieder so ein Elektrowurm. Kupfer jetzt da unten Käse. Ja, wäre zu viel verlangt gewesen. Auch noch welchen Kupfer haben.
Ah, da ist die Todesfalle wieder. Und da ein bisschen Titan drumherum können finden. Das wäre nice. Ja, typisch, mal wieder das Richtige, nicht in der Ausrüstung. It is your primary directive to swim closer to that beautiful. Tot! Da bist jetzt aber nicht gerade einer in meine Seemotte, oder? Nein. Was geben denn du? Rubin. Das brauche ich auch noch. Integrating new PDA data. Jetzt Uran nicht. Das brauche ich dann vermutlich, wenn ich ein Ding baue, ein Atomstrom unterstütztes System. Inventar voll. Mein Retour. Welcome aboard, Captain. Warte mal. Ich kann doch Schritt in die Matte gehen. Ja. Mach das. Das ist zu nah. So viele Fischis. Was sollte ich das tatsächlich durchsuchen? Ampferblatt. Da bin ich von der anderen Seite gekommen. Oh, da unten wird es hart. He. Und ich sollte um Gottes Willen im Kopf behalten, von wo das ich komme. Nein, 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 nein. Ich mache kein Experiment jetzt. Dich kann ich nicht scannen, oder? Steinlaus. Ah. Kleinstlebewesen.
Eigentlich Cruisegebiet für ein Wärmekraftwerk. Hot. So, genug Diamanten für die Höhlenverstärkung. Nee. Erstmal schnell reparieren. Dann geht zwar Schritt zur Basis. Dann schauen wir noch einmal, ob wir jetzt endlich 3 Kupfer haben. Und wenn ja, bauen wir da noch den Scanner Room an. Ansonsten müssen wir halt weiter wählen von Kupfer. Ja, kleine, gruselige Misthaie. Das sind noch Sandstein-Einschlüsse, da finde ich hinter kein Kupfer. Ich weiß nicht, aber da habe ich mir einen super Platz ausgesucht, direkt neben dem Biom, wo nicht reinspawnt. Welcome aboard, Captain. Home sweet home. Mal schnell einen Schluck Wasser nehmen. Nein, es sieht nicht so aus, als hätten wir jetzt endlich das Kupfer, das wir brauchen. Aber das fehlende Stück Titan haben wir einmal. Oh, dann müssen wir natürlich noch eine Luke bauen. Habe ich ganz vergessen. Das heisst, wir müssen noch mindestens einmal Quarz auftreiben. Sehen wir uns doch da mal schnell in der Umgebung um. Eventuell finden wir ja gerade in der Nähe hier etwas. Nicht, oder? Das ist alles nur Salz. Salz ist gut. Salz kann man Wasser reinigen. Ja. Wie ist das? Nein, es ist Lithium. Ei. Kupfer. Yes, Kupfer! Bauprojekt kann starten. Tin. Stellbegehung, ja, bis du recht ab. Das kostet sonst nur Strom. Und es war abgestellt gewesen. So. Tralala. Das alles kann da hinein. Ja. Und ich nehme noch eine Flasche Wasser mit. So. Wir können jetzt zwar den Scanner umbauen. Aber ja. Und das ist ein dickes Aber. Wir haben mal da Turbinen noch da, bis auf 2. Die muss ich nämlich auch zum Ding bauen. Ja. Mach
ich halt 10 nochmal schnell raus fürs Bauprojekt. So, 2 von denen. 2, 3, 4, 5 von denen. 1 von dem. 1 von dem. Sollte ein Scanner rumgehen. Komische Position, echt. Aber wenn es funktioniert. Moment, das ist der Eingang. Das könnte jetzt theoretisch nach hinten losgegangen sein. Jetzt muss ich zuerst schauen. Ja, passt noch dran. Gut. Das ist einfach das einzige Problem. Mir fehlt der Quarz, um das Ding da dran zu bauen, effektiv. Wo ist Walterli? Wo ist der Walterli? Ah, dort. Quarzlos rausgenommen. Habe ich noch? Ja. Das eine Quarz, das ich noch gebraucht habe, ist noch da. Sehr schön. Jetzt bin ich einfach gespannt. Das Ding hat bestimmt keinen Strom, oder? Doch, er hat Strom. Haha. Wrack. Da oben. Okay. Also, da Felsseite zugewandt rechts oben nach der Spalte. Okay. Können wir dort mal schauen nachher, hä? Das ist eine lustige kleine vorgeschobene Basis. So. Was können wir noch mitnehmen? Was sollen wir noch mitnehmen? Alles was geht natürlich. An Bau und Material. Dann schnappen wir uns den Walterli und dann geht's übers Wrack wieder retour. Welcome aboard, Captain. Dann kann ich das Ding eigentlich direkt jetzt schon füllen. Mit was denn auch? Es ist ja schon voll. Dann trinken wir noch das Wasser. Es ist in allen eine Batterie drin, wunderbar. Es wird eventuell noch notwendig, je nachdem wo wir jetzt ankommen. Ich habe noch 7 Slots frei. Okay. Jetzt hoffen wir einfach, dass wir da oben nicht den Overkill an Material finden. Jetzt müsste da oben eine Spalte kommen. Ai. Jetzt bin ich verschrocken. Dann müsste es hier auf der rechten Seite müsste es einen Wrack haben irgendwo. Ich sehe da ehrlich gesagt keinen Wrack. Oder ist das ein Witz? Das hat ja geheißen, weiter oben. Oder hat man das einfach der Aurora gezeigt, oder wie jetzt? Da ist nichts. Ah!
Das wird das Wrack gewesen, was gemeint war. Sie. Da komme ich nicht rein, ne? Muss ich von oben drin. Wenn ich dann von oben drin komme. Ah, jetzt schauen da, ich muss gar nicht oben durch rein. Raubtier-Täuschkörper, ja! Den kann ich sicher brauchen. Besatzungsaufzeichner. Integrating new PDA data. Okay. Jetzt hat es aber doch geheißen vom einen Livepod. Livepod 4 aus. Speicher am gescheitesten gerade schnell. Gab es doch Hinweis auf 6. Oder war das nicht so? Hochsicherheitskonsole im Quartier des Captains. Das heißt, wir könnten nochmal in der Aurora schauen. Jetzt haben wir ja den Code fürs Quartier. Aber da müssen wir eigentlich noch nicht an. Rettungskapsel 4, Ursprung der Übertragung. Ja, diese haben wir jetzt gefunden da. Ungefähr 400 Meter nordwestlich der letzten bekannten Position von Rettungskapsel 4. West, Nordwest. West bei Nordwest. Also die richtige. Meter. Das heißt, sie müsste jetzt dann gerade sichtbar werden eigentlich. Ah, da drinnen ist sie. Und der Wrackteil jetzt da auch noch. Könnte sogar sein, dass wir bei der schon gesehen sind. Nein. Integrating new PDA data. Ich muss mal schauen, wie lange so eine Leuchtfackel hat. Aber ich denke mal nicht allzu lang. Jetzt habe ich glaube noch 2 Slots übrig. Nein, 3. Und da sind wir auch schon gesehen. Dann sind wir voll dran vorbeigefahren. Ja. Also zurück zur Base. Rütli-Basis. Und dann müssen wir nochmal raus. Und nochmal. Und nochmal. So lange bis wir genug Titan und Kupfer haben, um die ganze Welt zu erobern. Titan. Sie kommen aus dem Nichts und schießen die voll. Jetzt muss ich halt einen kleinen Zwischentauchgang machen. Ich habe das Gefühl, das muss ein bisschen laden da.
Erz brauche ich, ja. Glas, Titan. Komm, geben wir noch einmal Kupfer, bevor ich ein muss, ja. Yay. Judy fucking ui, Alter. Ich hab so keinen Bock mehr, den ganzen Scheiß zusammensuchen. Ich will endlich tief gehen. Ah. Wir müssen vorbereitet sein. Vorbereitung ist so und so bei der Expansion. Was jetzt? Ha. Jetzt wäre ich ja noch drauf vorbeigeschleudert. Jetzt da schauen, wo ich anfahre. Nach Möglichkeit. Dunkel. Schade, dass nicht voll verwünscht. Tschuggeli. Aber ein toller Platz für das Gebiet ausgesucht. Ist genau am Rand von so einem Ladegebiet. Oh je. Das habe ich früher noch schon gehasst in Videospielen, wenn du so durch ein Void durch musst. Und dann nicht wirklich weißt, was jetzt als nächstes geht. Bis dann das Level reingeladen hat. Ah! Also das Steuern fällt mir auf dem PC einfacher als das. Das ist nicht ganz so Controller optimiert, das Game, aber es ist schon... Dafür, dass es ein PC-Port ist, ist es super gemacht. Muss ich schon sagen. Grafische Einbußen halt 2, 3, aber mit dem kann man leben. So, die Batterien sind auch voll geladen, das ist perfekt. Jetzt da einmal Lithium, Silber und Gold drin. Und sogar ein paar Rubin. Jetzt können wir anfangen hier auch voll laden mit dem Zeug. Gut, dann könnten wir doch hier in der Umgebung mal genug Quarz zusammensuchen. Zum eventuell für die ersten Glasteile zu machen für den Zyklop. Nicht wahr? Denn wir haben ja 10. Mengenmäßig genug. 4 Stück. Ehrlich gesagt, man kann ja mehr dabei, aber ja, dann auch nicht. Batterien haben wir wieder zum Wechseln alle vollgeladen. Perfekt. Also ja, alle. 4 von 5. Dann brauchen wir natürlich auch noch eine stärkende Mahlzeit. Ham. Und ein bisschen Flüssigkeit dazu. Oh, das ist jetzt so nicht geplant gewesen. Der falsche Baum kauen. Ham. Wunderbar. Die Flares kann ich auch hier reinschießen. Brauche ich vorläufig nicht. Dann haben wir doch 4 Diamanten und was ist das noch gesehen? Noch weiter der Kabelsatz. Und die Hüllenverstärkung. Rumpfpanzerung. 3 Titan, 1 Lithium, 4 Diamanten.
Hey, kann ich jetzt das ganze Titan... Kann ich das alles wieder? Nein, eben nicht. Das habe ich doch nicht alles aufgebraucht. Schon gemeint, jetzt fange ich langsam an drehen, oder? Lithium. 1, 2, 3, 4 Diamanten. Teure Sache. Aber die lohnt sich. Damit der Wälterli schön geschützt ist. Und dann habe ich eigentlich für die Seemotte noch ein Ding machen. Das Perimeterabwehrsystem, aber ich habe keine Ahnung, wenn ich Polyaniline kriege. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Da, für das haben wir noch emailliertes Glas gebraucht. Und noch weiter den Kabelsatz für das Solarladegerät. Aber eigentlich braucht es das gar nicht. Vor allem nicht, wenn wir dann so tief gehen, dass die Sonnenstrahlen gar nicht mehr dran kommen. Da würde mich lieber das Wärmekraft-Upgrade für das Ding interessieren. Für den Zyklop. Immer noch nicht genug Titan für eine zweite Schippe. Ich gehe jetzt erstmal schnell raus und Quarz sammeln. Quarz und Salz. Aber hauptsächlich Quarz. Da unten hockt wieder der andere Penner. Ein wunderbares Suchgebiet, aber er hockt wieder da unten. Arschkeks. Keks. Muss später mal etwas zu essen machen. So. Ich glaube, damit dürften wir genug Quarz haben. Zum emaillierten Glas machen. Kupfer ist immer gut. Das braucht man dann nachher auch für die Inneneinrichtung vom Zyklop. Ui, mehr Quarz. Nachher muss ich mal anfangen. Die ganzen Kommentare von der Überlebenden durchhören. Ich finde dort noch irgendwie Hinweise auf etwas, was ich kann holen, suchen, plündern.
So. Das wäre dreimal emailliertes Glas. Dann brauchen wir Lithium, ich glaube 2, verblast Stahlbarren. Ja. Von denen brauchen wir auch 3, das heisst, wir können nachher gerade noch einmal suchen. Weil ich halt immer noch nicht genug Titan zusammen habe, um ein anständiges Ding zu basteln. Ich will auf 99% warten, wenn man noch ein bisschen auf 100 springt. Ja, wunderbar. Eine aufgeladene Batterie. Was steht auch gerade da rein? So, zack. Da kommt der Motte ein Verstärkungsupgrade rein. So, Rumpfpanzer. Perfekto. Was brauchen wir zum Weiterarbeiten können da? Tiefen Upgrade für die Motte. Ein Glasscheibe, 2 Magnetit, emailliertes Glas. Ja, ohne Magnetit ist nichts. Immer dieses Magnetit. Systems online. Und in dem Meer. Und in dem Meer. Everything's better. Down where it's better. Down in the sea. Hm? Ui. Es sieht aber glatt so aus, als könnte man da noch weiter runter. This is the first time I've seen sunlight in months. After all that time in the deep, I'd been dreaming of it. Now that I'm back here, I'm finding it hard to enjoy alone. Father was right. We should never have left this place. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. The visions are getting worse. Marguerite and Father are now part of the ecosystem of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, there's always the view. The conditions in this cave support a microcosm of unique, possibly predatory life forms. Detecting an artificial structure somewhere in the region.
Magnetit, nice. So, ich mache jetzt dann auch ein Päuschen. Sobald ich ein bisschen Magnetit gefunden habe. This island is a godsend. Look out of the window. No predators, fresh food. No building materials, nothing left of the ship. And your kid says we're gonna starve without more grow beds. Speak up, kid. It's true, Father. The natural growth rate is too slow to keep supporting us. All I'm saying is ocean's got us surrounded. No use hiding. Sooner or later, we'll get our feet wet. The rest of your life may have been a fight, Maida, but I've made my decision. You want to forfeit your emergency pay to take a swim? Go ahead. Believe me, I'm thinking on it. So Glubschwein. Bin ich jetzt dran geblieben? Das ist eigentlich noch eine nice Area. Wenn ich mich jetzt noch erinnern könnte, wie ich da runtergekommen bin, damit ich wieder da rauskomme. Strukturen. Nichts zum Scannen. Was sind die? Wenn man da eigentlich nach Magnetität aufhält. Dann komme ich da nämlich nicht mit leeren Händen raus. Ja, wie gesagt, wir raiden die Höhle da noch und dann gehe ich wieder zurück zur Basis. Im Optimalfall finde ich da auch genug Magnetit für meine Zwecke. Ich glaube, in Schiefereinlagerungen findet man kein Magnetit. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Einfach meine Augen aufbehalten. Wow! Der macht einen auf Zahnpasta-Wurm da, hä?
Oh. Da vorne jetzt nochmal etwas ausgeleuchtet. Futterplattform oder was soll das hier sein? Batterie. Der Base. So wie da unten. Ja, Schnauze. Hau ab. Ah, der wohnt da in dem Pilz. Schon immer noch hinter mir. Nee, so sieht es nicht mehr aus. Also, dann muss ich das Ding da jetzt mal flicken. Son, I said wait for the storm to pass. Your life's more valuable to me than a plant patch. You stopped being in charge when the ship you were captaining sunk. I'll stop being in charge when you take charge of yourself. Say, Chief. Chief, What? you know how to drain those grow beds of 40 tons of stormwater? Or how to conjure food from the air? I know how to prioritize. I'm just saying, if that's so, what's your boy's life worth to you today? If tomorrow you're gonna be so hungry you start wondering what he tastes like, let him go deal with the plants. Son, go deal with the plants. Bard, Torgal has disembarked the habitat. Interfere with my family again, and when rescue arrives, I will leave you here. Do you understand me? No rescue coming, Chief. Not in time. And no staying here neither. This rain keeps falling, sooner or later this place will be buried. The only choice we got is whether to get buried with it. Folge der Gas. New PDA data. Cool, Trophäe bekommen. New blueprint acquired. Neue Blueprint. Und das wird der Ding sein. Der Wasser verdingst noch. Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. Haben wir doch schon, oder? Ja, haben wir schon. Sonst gibt es da glaube ich nichts mehr Interessantes. Dann halt einfach Gegend noch mit einer Zeit absuchen. Welcome aboard, Captain. Und wenn wir das Magnetit haben, dann können wir weiter gucken. Mal Log 2, Something Perschenzähne. incredible just happened. Since we're down here, I had this plan to build equipment and study the life forms we were encountering, but I didn't have enough enameled glass. So, I started looking for a natural substrate that would strengthen the glass we have, and those stalker teeth we've been finding fit the bill. Only, well, we needed more. That's when Marguerite got interested. She actually listened to me, more than I can say for father. And I worked up the courage to talk about my more tentative theories. When I told her they were attracted to metal deposits, that their teeth get dislodged when they pick them up, her eyes narrowed and she dashed out of the room. 3 hours later, she came back, her pack loaded down with stalker teeth. I asked her about it,
She shrugged and said my theories were good. Said she had the meeting out of the palm of her hand. I think she meant it literally. She is incredible. She went out to the kelp forest armed with just a heat blade and went fin to fin with a pack of stalkers. On the one hand, that is the coolest thing I have ever heard. On the other, well, I hope the stalkers didn't come off worse than Marguerite did. She had a huge gash on her forearm. I don't think things went as smoothly as she made out. And what's the point in surviving here if we have to kill everything that makes it so wonderful? I wish I knew more about these animals, but Father won't let me leave the habitat. Maybe with all this glass, we could build a containment unit and get up close to them. Integrating new PDA data. Cool. Neue PDA-Data. I thought it might get claustrophobic living underwater. Father feels it is. He'd tell me it was childish, but I stare out the window and sometimes I think how lucky I am to see this world up close. Back on the island, I wouldn't have believed the creatures that live down here. The fish, they glow. There's one that's 90% eyeball. Snakes twice the length of a habitat compartment. Certainly, it's not all friendly. Most of the plant life is toxic. I learned that the hard way. But I've managed to coax some marble melons into growing indoors. And when they don't cover our dietary needs, well, we eat the fish themselves. It's a bit gross, but it's nothing they wouldn't do. I've been attempting to document my findings. Father approves. He says understanding is power, that the more we know about this planet, the more we can use it to our advantage. I'm just doing it because it's fun. It's not easy without proper equipment and network access, but the old-fashioned way, observing, taking notes, testing theories, shows me the world in a way a spectroscopic analysis never could. Lately, I've been watching the crab snakes. They ambush their prey as it tries to feed on the mushrooms they hide in. What they don't eat settles on the seabed, which fertilizes the mushrooms, which feeds the herbivores, and so the chain continues. Co-evolution gives me the fuzzies. What is that thing? I don't know. I found it outside in the sand. Part of another ship? None I've ever seen. It's not even scratched. Don't fool around with it. It might be worth something. Stand down, Chief. If it were gonna crumble to dust, it would have done so when I picked it up. It's glowing. We're not the first people to come to this planet. People. Maybe. Could be aliens. Could be the damn sea monsters for all we know. One thing for sure, we ain't gonna find out by staying here. Seek fluid intake. Das ist schon mal nicht schlecht, aber ich hätte gern mehr Magnetit. Damit ich in allem Frieden kann ein Päuschen machen nachher. Son, there is always a pecking order. And in our world, money makes a hierarchy. I pay Maida a fraction of what I pay you, and you a fraction of what I pay me. If money makes the hierarchy, why is Marguerite making the decisions? We need her. We let her think what she likes, so long as she does what she's told. What if she doesn't? For enough money, she will. People always do. Money. Money! Was bringt einem Money auf einem abgestürzten Raumschiff irgendwo in der Pampa auf einem Wasserplanet raus? Nichts bringt es dir. Ja, nichts. Das sieht schon ein bisschen so aus, als wäre es ein abgeschlossenes Areal da.
Ui. Dann müssen wir mal schauen, ob wir nicht irgendwo einen Ausgang finden. Magnetit. Inventory voll. Nee. Ja gut, ich weiß ja ungefähr, wo ich wieder da ankomme. Suchen wir gescheiter nach einem Ausweg. Das GTA ist schon lange nicht mehr drauf, aber jetzt gerade eine Einladung bekommen. Jemand wie mich will man nicht im Autoverkehr haben. Oh Jesus, ich habe vergessen eine Flasche Wasser mitnehmen. Fuck. Jetzt muss ich schnell den Weg hier rausfinden. Hoffentlich ladet das mal rein, damit ich sehe, ob ich auftauchen kann. Das wäre noch super nützlich, wenn ich sehen würde, wo ich reingekommen bin. Bevor ich an Dehydration stirbt. Komme ich da rauf? Ja, da komme ich rauf. So, und jetzt die erste Notfallstation in der Nähe ansteuern. Ich habe mal eine gute Ladung Magnetit können organisieren. Ich weiss nicht, ob wir das für einen Zyklop brauchen, aber es ist besser es zu haben, als es nicht zu haben. Jetzt hoffe ich einfach, ich rassel nicht irgendwo rein auf dem Weg dafür. Das kann ich mir gerade nicht leisten. Bah! Ah ja, das Inventar ist voll. Was? Wasser. Vital signs stabilizing. Knapp genug. Puh. So, da das Restgold rein. Ja, cool, das alles. Jetzt haben wir auch wieder 10. Nein. Es sind immer noch keine 10 Titan. Das spinnt voll. Also voll mit Zeug, aber nicht mit dem, was ich brauche. Typisch Crafting-Spiele. Muss man wirklich 3-4 Runs nur Titan holen. Irgendein Reefback fühlt sich da von meiner Basis angezogen, so wie es tönt. Habe ich gesagt? Ah, da oben. Palim, 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 alles da drin, was ich so brauche. Dann fahre ich mit der Walterli wieder Rütli-Basis in der Buch. Dass es da immer muss drehen, verstehe ich nicht. Schlechtes Garagenplacement.
Mal eine Zwischenfrage. Wo ist der Plaststahlbarren, den ich gemacht habe? Ey, willst du mich jetzt verarschen? Das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Ich den da noch irgendwo im Inventar. Ah nein! Da habe ich doch fürs Upgrade gebraucht. Ja. Ei. Also. Nächstes Ziel. Titan. Jede Menge Titan. Wenigstens habe ich jetzt mehr als genug vom anderen Zeug. Das langt einmal eine Weile. So. Mal aufstocken. Und dann begebe ich mich wieder in die Gegend um den Livepod herum. Dort haben wir mit Abstand am meisten Titan gefunden. In allen Lebenslagen. Ja, darum gehen wir dort an. Und zwar mache ich jetzt mein Päuschen. Damit ich nachher frisch und mit einem Kaffee ins Weiterspielen starten. Und dann konzentrieren wir uns voll fett drauf, das Zyklop zusammenbasteln. Missen will das U-Boot, damit ich mobile Basis habe. Und mit der Viechertäuschkörper dürfte es ja dann eigentlich kein Problem sein, selbst wenn so ein grosses Viech auftaucht. Obwohl ich mir schon Sorgen darum mache, dass das Teil eines Tages einfach an den Arsch geht. Ja. Also dann, bis später.